Hallo liebe Zuschauer, ich habe mir was überlegt und direkt 3 Videos gedreht mit diesen lustigen Tierchen. Einmal Hase, sieht es so aus, dann ein Hahn und ein Schäfchen. Gemeinsamkeit ist, dass die alle 3 haben gleiche Körper, also Körperbau. Es ist so wie ein Ei und alle 3 häkelt man genau gleich. Und dann in jedem Video weiter erkläre ich die alle anderen Teilchen. Bei der ersten Video zeige ich Hase, zweite Video ist ein Hahn und dritte Video ist Schäfchen. Materialien, die ich für diesen Schäfchen benutzt habe: Amigurumi-Garn von Krobeck in verschiedenen Farben, ein Wollnadel, Maschenmarkierer, Häkelnadel Nummer 3, Füllstoff und für die Haare Himalaya Koala Garn. Das ist so ein flauschiges Garn. Als erstes häkeln wir Körper in Form von einem Ei. Amigurumi-Ring, in diesem Ring 6 Festmaschen. Reihe Nummer 2. Ziehen Sie diese Ende, Kreis schließt sich. Ab jetzt brauchen wir Maschenmarkierer und markieren immer die erste Masche von der nächsten Reihe. In der Reihe Nummer 2 werden diese 6 Maschen verdoppelt unter die 2 Faden. Ich kann Ihnen zeigen 2 Varianten. Erste Variante von unten, Häkelnadel, zieht man Garn raus, Masche, markieren. Die gleiche Stelle noch eine. Variante Nummer 2, Faden von unten, also Häkelnadel von oben. Und dann wird diese Masche überkreuzt. Versuchen Sie es, welche Variante für Sie in Frage kommt. So, 2 Stück hier gemacht, jetzt die nächste. Am Ende von der Reihe Nummer 2 wird 12 feste Maschen sein. Reihe Nummer 3, jede zweite Maschenzunahme. Ich mache direkt bei der ersten hier 2 Stück an einer Stelle. Dann wird eine einzige, dann die nächste Zunahme, 2 in einer Stelle. Am Ende von Reihe Nummer 3 sind 18 Maschen. Reihe Nummer 4, zwischen Zunahmen 2 einzelne Maschen. Als erste hier direkt Zunahme, markieren. Dann 2 einzelne, dann die nächste Zunahme. Am Ende von dieser Reihe wird 24 Maschen sein. Reihe Nummer 5. Zwischen Zunahmen sind 3 einzelne feste Maschen. Direkt hier Zunahme. Drei einzelne, dann ist die nächste Zunahme. Abwechselnd bis zu Ende von dieser Reihe. Am Ende wird es 30 Maschen sein. Reihe Nummer 6, das ist die letzte Reihe mit Zunahmen. Hier zwischen Zunahmen werden 4 einzelne feste Maschen gehäkelt. Am Ende von dieser Reihe wird 36 Maschen sein.
Ab der Reihe Nummer 7 bis inklusive Reihe Nummer 15 häkelt man ohne Zunahme einfach in Spiralrunden weiter im Kreis. Es wird immer 36 Maschen bleiben. Also, nächste 9 Reihen häkelt ihr in die Höhe. In der Reihe Nummer 16 werden 6 mal Abnahmen sein und zwischen Abnahmen 4 feste Maschen. Erste Masche markieren. Zweite, dritte und die vierte. Und jetzt Abnahme. Man geht hier unter den einen Faden, dann in die nächste Masche unter den einen Faden, rausziehen und abhäkeln. Dann nächste 4 einzelne und die nächste Abnahme. Also insgesamt wird es 6 Abnahmen sein. Am Ende von dieser Reihe wird es 30 feste Maschen sein. So, nächste Abnahme hier, da und zusammen. Reihe Nummer 17 häkelt man einfach ohne Zunahme, ohne Abnahme 30 Maschen. Reihe Nummer 18, hier sind wieder Abnahmen, 6 Mal, 3 feste Maschen, eine Abnahme. Wiederholt man das 6 Mal. Reihe Nummer 19 mit 24 Maschen im Kreis ohne Abnahmen. Reihe Nummer 20, 6 Abnahmen, zwischen Abnahmen 2 feste Maschen. Am Ende von dieser Reihe bleibt 18 Maschen. Eins, 2 und jetzt Abnahme. Und so weiter bis zu Ende von dieser Reihe. Reihe Nummer 21, 18 feste Maschen im Kreis ohne Abnahmen. Füllen Sie jetzt das Ei mit Füllstoff. So. Nächste Reihe, Reihe Nummer 22. Eine Festmasche, eine Abnahme. 6 Mal und am Ende bleibt 12 Maschen. Falls nötig ist, füllen Sie noch ein bisschen mit Füllstoff auf. Und jetzt das Reihe Nummer 23, letzte Reihe. Hier häkeln wir 6 Abnahmen. Also es sind 12 Maschen und in jede 2 machen wir jetzt Abnahme. Am Ende bleibt nur 6 Maschen. Markieren Sie das auch erste. Und so weit im Kreis. 6 Abnahmen. So sieht das aus. Garn abschneiden, letzte Masche rausziehen. Und jetzt brauchen wir eine Wollnadel. In jede Masche, also unter der einen Faden hier, von unten reinkommen. So, in jede 6 und die letzte ist hier oben. Jetzt langsam achtsam das zusammenziehen, nicht zu
festziehen, sonst kann Faden auch reißen. So, geschlossen. Und jetzt irgendwo nebendran reingehen. Und dann gehen wir hier raus, verstecken wir das. So, ziehen, formen ein bisschen. So ungefähr. Und abschneiden. Als nächstes häkeln wir 2 Füßchen. Amigurumi-Ring, in diesen Ring 6 Festmaschen. Reihe Nummer 2. Ziehen Sie diese Ende, Kreis schließt sich. Ab jetzt brauchen wir Maschenmarkierer und markieren immer die erste Masche von der nächsten Reihe. In der Reihe Nummer 2 werden diese 6 Maschen verdoppelt. Unter die 2 Faden markieren. Die gleiche Stelle noch eine. So, 2 Stück hier gemacht, jetzt die nächste. Am Ende von der Reihe Nummer 2 wird 12 feste Maschen sein. Reihe Nummer 3, jede zweite Maschenzunahme. Ich mache direkt bei der ersten hier 2 Stück an einer Stelle. Dann wird eine einzige. Dann die nächste Zunahme. 2 in einer Stelle. Am Ende von Reihe Nummer 3 sind 18 Maschen. Reihe Nummer 4, einfach 18 Maschen im Kreis ohne Zunahme. Reihe Nummer 5, 3 feste Maschen, 6 Abnahme, am Ende 3 Festmaschen. Abnahmen sind genau wie vorher, unter der eine Faden, zweite Faden und abhäkeln. Also 6 mal 1. Passen Sie auf, dass ihr nicht in die gleiche Masche nochmal stechen. Und hier am Ende sind 3 feste Maschen geblieben. Die Reihe Nummer 6, einfach 12 feste Maschen im Kreis. Reihe Nummer 7 ist Ende, 2 feste Maschen einfach hier. Und ein bisschen auffüllen. So. Jetzt so zusammen knicken und hier häkeln wir jetzt 6 Festmaschen. Also es sind jetzt 12, knicken wir zusammen und häkeln wir doppelt, also wird dann 6 Festmaschen sein. So, schauen Sie, hier unter die 2 Faden und dann hier oben, hier. Dann die nächste gegenüberstehende. Und die letzte 6. Masche hier. Und fertig. So sieht das aus. Garn abschneiden lassen Sie auch 10 cm oder 15 besser zum Annähen. Abschneiden und hier
einen Knoten bilden und rausziehen. Als nächstes häkeln wir 2 Hände. Es ist ganz einfach. Es wird 8 Reihen geben mit 7 Maschen. Amigurumi-Ring, 7 Festmaschen im Ring. Diese Ende ziehen, Kreis schließlich und weiter einfach Masche in Masche in die Höhe 8 Reihen häkeln. Knicken Sie das zusammen und häkeln wir jetzt die 2 Seiten mit 3 Festmaschen. Hier unter die 2 Faden und hier. Am Ende einen Knoten bilden und Garn abschneiden. Lassen Sie genug Ende zum Nähen. Und auf die gleiche Weise häkelt auch die zweite Hand. Weiter geht mit Ohrchen. Wir brauchen 2 Stück davon. Amigurumi-Ring, 6 Festmaschen in den Ring. Reihe Nummer 2, jede Masche wird verdoppelt. Am Ende 12 Maschen. Reihe Nummer 3, jede zweite Masche wird verdoppelt. Am Ende von dieser Reihe 18 Festmaschen. In die erste direkt Zunahme, dann einzelne und dann wieder Zunahme. Reihe Nummer 4, einfach 18 Festmaschen. Reihe Nummer 5, Abnahmen, eine Festmasche, eine Abnahme. Dann wieder eine Festmasche und eine Abnahme bis zu Ende. Am Ende von dieser Reihe bleiben 12 Festmaschen. Reihe Nummer 6, einfach 12 Maschen. Reihe Nummer 7, 6 mal Abnahme. Knicken Sie das zusammen und am Ende 3 Festmaschen. Unter die 2 Faden hier, unter die 2 Faden auf die andere Seite. Lassen Sie genug Enden zum Annähen und Abschneiden. Wir machen auch so ein Glücksblatt häkeln, ein bisschen Ende hier lassen zum Fixieren. So, Amigurumi-Ring. In diesem Ring erstmal eine Festmasche fixieren wir. Und dann 3 Luftmaschen. Zwei Stäbchen im Ring. Wieder 3 Luftmaschen. Und gehen wir runter in den Ring, fixieren das mit einer Festmasche. Ein bisschen zusammenziehen. Ein Blatt ist fertig. Und weiter geht genau dasselbe. 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen im Ring, drei Luftmaschen und wieder fixieren mit dem Kreis. Und so weiter häkelt ihr die restlichen 2 Blätter. Am Ende eine Luftmasche, Garn abschneiden, verknoten und diese Ende ziehen, vorsichtig, damit der Faden nicht reißt, und zusammen auch verknoten. Jetzt nehmen wir diese alle Teilchen mit Körper zusammen. Dafür brauchen wir eine Wollnadel
Und zum Fixieren Stecknadeln. Fixieren Sie alle Teilchen mit Stecknadeln. Hände kann man weiter auseinander machen, wer mag, offen lassen. Ich habe extra das zusammen so fixiert, damit der Schäfchen ein Blümchen halten kann. So. Füßchen 1, 2, 3 bei der 4. Reihe hier. Können Sie auch ein bisschen weiter auseinander oder umgekehrt zusammen fixieren, aber passen Sie auf, dass der wirklich richtig sitzt, nicht wackelt. Und jetzt mit Wollnadel diese alle Teilchen mit mehreren Stichen annähen, so wie hier. Damit der Fuß richtig sitzt, schauen Sie, ich habe einfach unten angenäht und hier ist fest. An dieser Stelle in die Mitte muss man das auch fixieren, also diese Stelle mit dieser Stelle hier. Einfach durchgehen, irgendwo hier 2 Reihen von unten und hier auch irgendwo hier in die Mitte. So zusammenziehen und noch einmal irgendwo ein bisschen weiter auch dasselbe. Und sitzt das schon fest. Diese Ende einen Knoten bilden und in inneren verstecken. Ich habe Hände angenäht hier und da und Faden einfach so weiter hier durch rausgelassen. Und jetzt kann man das verknoten. Ein oder besser zweimal. Und dann können Sie das so lassen, einfach abschneiden oder fixieren, in welcher Stelle ihr das wollt. Also ein bisschen runter so ziehen vielleicht oder so gerade lassen. Also ich ziehe so ein bisschen runter und durch Körper an dieser Stelle irgendwo hin hier unten rauslassen. Und dann andere Ende auch hier und zusammen hier verknoten und verstecken. Für die Ohren, ich habe hier 3 Reihen oben von einer Seite. Und dann ungefähr schauen Sie, wo der andere kommt. Und auch hier erstmal annähen. Kann man das lassen, dass der Ohrchen dann so zur Seite schaut. Oder so wie ich habe an Körper angenäht. Das sitzt wirklich fest. Hier anfangen und mit mehreren Stichen so runterkommen und das ist das Ende hier rausgezogen. Und jetzt der andere Ohrchen, genau dasselbe. Schauen Sie, ungefähr hier. Weiter geht's mit den Haaren. Man kann mit Wollnadel so oben jede Reihe nähen oder mit Häkelnadel. Probieren Sie aus, welche Methode für Sie in Frage kommt. Ich mache mit Häkelnadel. Dieser Faden ist schwer zu sehen, alle Maschen und so, aber versuchen das. So. Von einem Ohrchen zum anderen Ohrchen muss man auch nicht in jeder Masche sein. Einfach schauen, wie es dann besser aussieht. Ganz locker häkeln. So, hier ist die nächste. Einfach feste Maschen. Im Kreis.
So geht ihr weiter hier bis zu Ohrchen, diese Seite, und dann eine Reihe oben wird auch ausreichend sein, weil das ist flauschig ist. Bei der letzten Masche hier oben ziehen Sie das Garn raus und mit Wollnadel hier runter bis diese Stelle, wo dieses Endstück raushängt, und dann auch verknoten und mit Häkelnadel nach innen ziehen und abschneiden. Mit Stecknadel markieren Sie Augen und Nase und mit Wollnadel und mit schwarzer Farbe nähen Sie das einfach mit ein paar Stichen. Und jetzt mit rosa Farbe Nase suchen Sie Mitte. Wir machen auch so welche Wimpern nähen. Hier bei der H sind 2. Bei Schäfchen mache ich jetzt 1 hier darunter. Einfach in die Mitte von Augen. So ungefähr. Und zum Schluss ziehe ich diese Blümchen durch hier, verknoten. Und das war's. Und das war's. Mein Schäfchen ist fertig. So sieht das aus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schauen Sie auch andere 2 Videos aus dieser Serie. Einmal Hase und so eine lustige Hahn. Schreiben Sie mir einen Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!